Grafikdesign ist ein ganz wichtiges feministisches Instrument, weil Grafikdesign in der Lage ist, Stimmen und Personen, die sonst marginalisiert werden, sehr sichtbar zu machen, ihnen eine Stimme zu verleihen, ihnen ein Gesicht zu verleihen, ihnen Nachdruck zu verleihen. Die Ausstellung heißt The F-Word, Guerilla Girls und feministisches Grafikdesign. Und dabei ist es gar nicht so einfach zu fassen, was denn feministisches Grafikdesign ist. Sehr eindeutig feministisch sind natürlich Arbeiten, die sich für die Rechte von Frauen bzw. für die Gerechtigkeit und mehr Freiheit für alle Menschen und Gender einsetzen. Aber es gibt eben auch feministische Gestaltung, die nicht explizit feministischen Inhalt hat, beispielsweise Werbung, die mit stereotypen Darstellungen bricht. Darüber hinaus beschränkt sich natürlich feministische Gestaltung nicht auf die Gestaltung selbst, sondern es geht auch viel um die Haltung, die dahinter steht, um Formen der Zusammenarbeit und oft auch darum, bestimmte Strukturen zu kritisieren, beispielsweise Hierarchien in Redaktionen und das zu versuchen, anders zu organisieren. The Guerilla Girls started in 1985. I'm Frida Kahlo. I'm one of the founding members. We looked around in New York as young artists, and we realized that almost all of the opportunities in the art world were going to the same few white males. And so we started to put up posters all over New York that just spelled out the facts of how women were not represented in the art world, how artists of color were not represented in the art world. And it was something that we could do late at night, on a Friday night, and we put them around the galleries in Soho, and then we would go back the next day and hang out around the posters. No one knew that we had put them up, and we would listen to what people said about them, and oftentimes that gave us ideas about what we should do next. Nur wenn über Designerinnen geforscht wird, nur wenn diese Forschung auch publiziert wird, nur wenn die Werke auch ausgestellt werden und der Öffentlichkeit vorgestellt werden, nur dann kann sich das Bewusstsein ändern, was für eine hervorragende Qualität Frauen seit unendlich langer Zeit liefern und da einfach gar keine Ausnahmeerscheinung sind, sondern einfach Teil der guten Gestaltung dieser Welt. Ich finde es sehr wichtig, Arbeiten von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen zu sammeln, denn als Museum für Gestaltung haben wir natürlich den Anspruch, Entwicklung in der Gestaltung zu repräsentieren, ja, aber eben auch die Gesellschaft abzubilden. Und genau das tun wir gerade nicht. Also sowohl Hamburg als auch Deutschland sind deutlich diverser als das, was wir in der Sammlung haben. Auch der Bereich der Gestaltung ist deutlich diverser als das, was bei uns in der Sammlung vertreten ist. Unser Open Call for Feminist Scenes ist ein Versuch, das zu ändern und nämlich andere Designobjekte jetzt auch in die Sammlung zu bringen, nämlich Objekte, in denen es um feministische Selbstrepräsentation geht. Wir haben auch eine Bibliothek mit Büchern zu feministischem Grafikdesign und zu Grafikdesign von Gestalterinnen aufgebaut, beziehungsweise sind noch dabei, sie aufzubauen. Und diese Bibliothek wird übergehen in die Bibliothek des Museums. Das ist einer der Hinweise von uns darauf, dass wir es ernst meinen und dass es nicht nur diese Ausstellung ist und danach das Thema gegessen ist, sondern dass wir wirklich versuchen, das MK&G auf verschiedenen Ebenen und über verschiedene Wege wirklich zu transformieren und Strukturen auch zu verändern.